Drechselembleme aus Leiterplatten? Ah ja. Hallo, ich bin der Andi. Herzlich willkommen zurück auf Handgedreht. Mein Logo kennt ihr ja mittlerweile und irgendwann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn das Logo ja auf meinen Objekten, auf meinen Kunstgegenständen verewigt wäre. Jetzt gibt es da ja Möglichkeiten, wie zum Beispiel Brandstempel, aber es gibt auch Embleme und Embleme haben mir irgendwie immer schon ganz gut gefallen. Jetzt gibt es die Dinger ja aus Metall oder auch farbig mit Kunststoffüberzug und so. Habe dann aber für mich selber eine Lösung gefunden, die ich euch gern zeigen wollen würde. Und zwar bin ich leidenschaftlicher Elektroniker und habe mir gedacht, man kann Embleme bestimmt auch aus Leiterplattenmaterial machen. Hat dann den Charme, man könnte schwarzen Lütstofflack verwenden, Enig-Oberfläche, also sprich vergoldet. Ja, und das Ergebnis möchte ich euch zeigen. Ich persönlich finde, ich hoffe es ist scharf, dass die Embleme relativ hübsch geworden sind. Ja. Wie ich diese Embleme gemacht habe, wie ich die Daten aufbereitet habe, wie ich die Platine bestellt habe, das möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Und damit viel Spaß beim Zuschauen. Die Ausgangsdatei, um unsere Embleme generieren zu können, ist eine schwarz-weiße Bitmap-Datei. Also relativ simpel. Wir machen unser Bitmap schwarz-weiß, unser Logo, wie wir es auch immer haben wollen. Idealerweise, das ist jetzt eine Vorlage, die habe ich für was anderes verwendet gehabt, aber zum euch zeigen, wie es geht, langt das. Hat die hier außen keinen Rahmen, ja, weil wir definieren nachher über die Bitmap-Größe die Größe von unserem finalen Logo und damit wäre jetzt unser rundes Emblem ein bisschen kleiner als die Bitmap-Größe. Nicht ganz ideal, aber wie gesagt, um euch das zu zeigen, passt es so. Mit dieser Bitmap gehen wir jetzt dann in Eagle. Im nächsten Schritt wollen wir ja jetzt da unsere Grafikdatei in ein Layout umwandeln, damit wir dann Platinen bestellen können, aus denen wir dann die Embleme ausstanzen. Mein bevorzugtes Layout-Programm ist Eagle, benutze ich schon seit Jahren, ist mittlerweile zugehörig zur Firma Autodesk. Wenn man einfach nach Eagle Layout in Google sucht, dann kriegt man hier den entsprechenden Link. Wenn man dann auf die Seite geht und ein bisschen runter scrollt, kommt da tatsächlich Overview, What is Eagle? Ja, da gehen wir auf See All Features. Und da wiederum gibt es dann den Free Download. Ja, Eagle gibt es als freie Version, die ist dann ein bisschen eingeschränkt in der Anzahl der Layer, in der Anzahl der Leiterplattengröße und so weiter. Aber für uns tut es das. Und dann laden wir uns das Programm runter. Ob das immer so ausschaut, wie ich es euch gerade zeige, weiß ich nicht. Effektiv wichtig, dass ihr euch eine freie Version von Eagle runterlädt. So, runtergeladen, dann installieren wir das Programm. Nachdem wir Eagle installiert haben, importieren wir jetzt unsere Bitmap-Datei. Als erstes legen wir uns mal ein neues Projekt an. Nennen wir neues Logo und legen im neuen Logo ein Board an. Das speichern wir gleich. So, dann gibt es hier praktischerweise sogenannte ULPs, das sind Skripte, und da wiederum gibt es eins, das heißt Import BMP. Das führen wir aus. Okay. Dann selektieren wir unsere Datei. Wir scannen die verwendeten Farben. Ja, jetzt hat er hier irgendwelche anderen Farben gefunden, das heißt wir deselektieren alles und selektieren mal nur den schwarzen Layer und machen OK. So, und jetzt kommt ein Teil, der ist ein kleines bisschen tricky. Wir müssen nämlich angeben, wie groß ein Pixel sein soll. Wir wissen, unsere Datei hat 1170 Pixel im Quadrat. Wir stellen hier um auf Millimeter und wir wissen, dass unser Logo 20 mm im Durchmesser haben soll. Das heißt, wir nehmen den Taschenrechner und rechnen 20 mm geteilt durch 1170 Pixel. Dann kriegen wir hier eine ellenlange Zahlenkolonne, von der nehmen wir mal irgendwo so die vorderen paar Stellen, kopieren das
und fügen das da ein. So, und dann können wir auch schon starten mit OK. Jetzt erstellt er uns die Skriptdatei hier und wir sagen Run Script und er zeichnet unser Logo in Eagle rein. Dann können wir noch das Gitter einschalten. Millimeter ist schon vorgewählt. Er nimmt hier, warum auch immer die Rasterung, die ich gerade eingestellt habe beim Bitmap. Das heißt, wir machen hier 1. Alternatives Raster brauchen wir nicht. Okay. Und wir sehen vom Ursprung aus gemessen, ja, die Grafik hatte einen leichten weißen Rahmen außenrum, darum ist das nicht ganz auf den Ursprung gesetzt. Also wenn ihr das macht, macht die Grafik, die eigentliche Grafik genauso groß wie es sein soll. Aber dann ist unser Logo hier 20 auf 20 mm groß. Man sieht es da oben im Eck. Ja, vom Ursprung hochgemessen 20 auf 20. So. Und das ist die Ausgangsbasis, mit der wir weiterarbeiten können. Als nächstes machen wir mal da unten, ich weiß nicht warum Eagle das macht, aber er schreibt immer da unten die Ausgangs-Bitmap-Datei rein. Markieren wir uns, löschen wir, Delete, brauchen wir nicht. So, jetzt zeichnen wir uns im Dimension Layer, in dem da, auswählen, okay, zeichnen wir uns den Rahmen. Ja, da gibt es dieses Linientool. Schon länger nicht mehr mit Eagle gearbeitet, man kann es hier selektieren, nicht vorher. Starten beim Ursprung und machen jetzt mal einen Rahmen mit einer Linienbreite von 0, der so groß sein soll wie unsere letztendliche Platine, nämlich 10 auf 10 cm, also 100 auf 100 Pixel, Millimeter. Wir sehen das da oben links in der Ecke. Zack. Und Eagle macht hier automatisch so eine gewinkelte Linie, die kann man mit der rechten Maustaste dann nach oben schalten in der Form. Wir brauchen die so runter geht und schließen die wieder da unten. Einmal Escape drücken, fertig. Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir unser Bitmap-Layer in den Top-Layer machen. Das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, wir selektieren keine Layer, sondern nur unseren Bitmap-Layer. Übernehmen. Okay. Dann selektieren wir unsere ganzen Layers. Das Thema ist nämlich, diese ULP, man sieht es, wenn man ganz weit reinzoomt, generiert Linien, hauchfeine Linien. Ja. Das heißt, man musste immer alles selektieren mit diesem Rahmentool. Gehen hier auf das Change Tool und sagen hier Layer. Wählen jetzt da unseren Top Layer aus. Okay. Machen Rechtsklick und sagen Change Gruppe. Zack, und jetzt wird alles rot und rot ist unser Top Layer. So, Bottom Layer können wir deaktivieren, brauchen wir nicht. Bitmap Layer können wir deaktivieren, brauchen wir nicht. Was wir noch brauchen ist die Dimension, dass wir unsere Linie wieder sehen außenrum. Den Top Stop und den Top Cream übernehmen. Okay. So, und jetzt können wir unser Logo selektieren. Können da oben über das Duplizieren-Logo gehen, machen Rechtsklick und sagen Copy Gruppe. Jetzt klebt es uns an der Maus und wir können das hier mit ein bisschen Abstand positionieren. Wieder sagen Copy Gruppe. Haben wir es wieder mit ein bisschen Abstand und können uns so unsere Platine anlegen, wie wir es wollen. Dann müssen wir aus unserem Layout die Gerber-Files erstellen. Dazu gibt es den CAM-Prozessor da oben. Den öffnen wir. Dann habe ich schon mal einen Job angelegt. Wir öffnen also einen Job. Den hier. Wenn ihr keinen angelegt habt, müsst ihr halt entsprechend die Einstellungen wählen, so wie ich es euch jetzt zeige. Ich meine, im Endeffekt Bohrdaten relativ uninteressant, wir haben keine Bohrungen, aber das sind im Endeffekt Layer 44 und 45 für Drills and Holes selektiert. Habe jetzt schon Bohrdaten, ich gebe an, wo das Ganze hingespeichert werden soll und hier Epsilon. Für die Platinenumrandung ist es Gerber RS274X. Das gibt einem der Platinenhersteller aber vor, was man hier einstellen muss. Für den, wo ich bestelle, ist es dieses. Kann man wieder Namen eingeben, den Ort. Und hier ist wichtig, dass Dimensions und die beiden Bohrlayer markiert sind, also 20 und die anderen beiden.
Lötstopplack unten ist eigentlich uninteressant, weil brauchen wir nicht. Wir brauchen ja nur oben einen. Da ist es Dimensions und Bottom Stop. Und Lötstopplack Top ist es dann Dimension und T Stop. Ja. Silkscreen, wie gesagt, braucht man nicht eigentlich, aber da ist es auch Dimensions, Bauteile, Platzierungen, Dimensions und Top-Platzierungen für den Kupferlayer unten. Bottom, Pads, Wires brauchen wir eigentlich nicht. Wichtig ist Bottom und Dimensions. Und für oben entsprechend auch Top, Pads, Wires und Dimensions. Ja, und wenn man das dann alles sich so angelegt hat, dann sagt man Job ausführen. Dann rüttelt er los, das dauert eine Zeit lang. Wenn der CAM-Job dann erfolgreich war, gibt es in unserem Projektverzeichnis einen neuen Ordner namens CAM. Und wenn wir den aufmachen, dann haben wir da drin eine ganze Ladung Dateien mit witzigen Dateiendungen. Im Endeffekt tut der Leiterplattenhersteller alle diese Dateien mit Ausnahme der, die hinten .dri heißt und der, die hinten .gpi heißt. Also sagen alle, die groß geschrieben sind und die .do braucht der Hersteller. So, ich bin jetzt in mein Projektverzeichnis gewechselt. Das ist bei Eagle meistens unter Dokumente zu finden. Dokumente, Eagle und dann der Projektordner CAM. Da sind die ganzen Dateien drin. Ich habe jetzt schon einen neuen Ordner ZIP angelegt und da kopiere jetzt im Endeffekt alle Dateien rein. Mit Ausnahme der DRI und der GPI. Nehmen wir und schieben die da rein. Gehen da rein, markieren alle und sagen 7-Zip hinzufügen zu zip.zip. Dann dauert es kurz und jetzt haben wir hier eine ZIP-File, die können wir dann noch umbenennen. Logo neu. So, und diese File brauchen wir jetzt dann gleich. Bisher hatte ich immer bei der Firma iTeat Studio meine Platinen bestellt. Bin dann gewechselt zur Firma JLC PCB, sitzt auch in China, hat vernünftige Preise und hier können wir im Endeffekt unsere Platinen konfigurieren. Effektiv habe ich das Ganze bestellt als Ein-Layer-Platine, Dimension 100 x 100, 10 Stück. Und kann jetzt hier direkt per Drag and Drop meine Gerber-File reinziehen. Dann wird die hier hochgeladen, verarbeitet. Und dann kann ich die Einstellungen vornehmen, wie meine Platinen erstellt werden sollen. So, jetzt sehen wir hier auch schon im Gerber Viewer die Vorschau, wie dann unsere Platinen ausschauen. Und jetzt müssen wir einige Einstellungen vornehmen. Basismaterial FR4 ist das Leiterplattenmaterial. Aluminium wäre möglich, ist für mich jetzt neu, habe ich bisher noch nie bestellt. Layers kann ich sagen einen, wobei man da immer dann gucken muss. Teilweise ist es nämlich so, dass Standardprozesse, also zweilagig, unterm Strich dann günstiger sind, ja, als einlagig. Hier ist es jetzt egal. Dimension 100 x 100 passt. Die Stückzahl haben wir gesagt, wir wollen 10. Ja, sehen wir, es wird schon teurer. Kann es jetzt sein, nein, bleibt gleich, je nachdem welchen Layer ich auswähle. Dann sage ich, das Ganze ist Standard Leiterplatte. Ja, hier gelten höhere Anforderungen für Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik. Es ist ein Design. Es ist eine PCB, also wir wollen das nicht irgendwie ausgeschnitten haben. Wir wählen, damit wir es leichter stanzen können, eine 0,8 mm dicke Leiterplatte. Wir sagen, die Leiterplatte soll schwarz werden. Jetzt sehen wir schon, es wird schon teurer. Ja, vielleicht wird es wieder günstiger. Ja, wird wieder günstiger, wenn ich auf zweilagig gehe. Also man muss hier ein bisschen rumspielen mit den Einstellungen. Ja, weil zweilagig einfach eher der Standard ist. Also schwarz zweilagig kostet $5. Schwarz einlagig, obwohl es ja weniger Aufwand wäre zur Herstellung, kostet $35 zusätzlich. Ja, also machen wir hier lieber 2. Silkscreen ist weiß standardmäßig vorgelegt, kann ich nicht abwählen.
Hier ist es jetzt wichtig auszuwählen, welche Oberfläche ich will. Nehme ich HASL, dann ist das eine verzinte Oberfläche mit Blei. Ja, das Ganze gibt es dann auch noch bleifrei. Wir wollen Gold auf Schwarz und die Goldoberfläche ist ENIC. Wie immer aus, wird es wieder ein bisschen teurer, aber dafür ist es golden. Sieht ja auch toll aus. Und ich kann auch auswählen, wie dick das Gold ist, spielt jetzt für unsere Anwendung keine Rolle, ist eher wichtig, wenn man wirklich dann die Platine löten möchte. Ja, dann kann ich noch sagen, wie viel Kupfer, sind Goldkontakte drauf? Nein, es ist ja keine Platine im eigentlichen Sinne, es sind nur unsere Logos. Ich brauche auch keine Überprüfung, ob die Dateien so sind, wie sie sind. Ich weiß, dass die passen. Ich will auch keinen elektrischen Test haben. Ich habe keine komischen Löcher, die verstopft sind. Leiterplattengedöns braucht man alles nicht. Das heißt, soweit alles fertig. Wenn ich jetzt noch einen Coupon hätte, könnt ihr den hochladen, aber effektiv sehe ich jetzt schon, ich kriege für rund $40 dann 200 Embleme und das ist, denke ich, ein ganz fairer Preis. Kann ich jetzt hier in meinen Warenkorb schieben und dann entsprechend bestellen. Ja, so ist es dann. So werden die Dinger produziert. Dauert meistens schon 3-4 Wochen, bis die Platinen kommen. Wie gesagt, sie werden in China produziert und kommen. JLC PCB hat aber ein relativ gutes Tracking, das heißt, man sieht sehr schön, wo die Platinen gerade unterwegs sind. Ja, und wenn sie dann angekommen sind, dann müssen wir die Embleme nur noch ausstanzen und dann haben wir unsere Embleme auch schon. 3 bis 4 Wochen später. So, die Platinen sind angekommen. Die einzelnen Embleme sind, wie ihr sehen könnt, in einem sogenannten Nutzen, also sprich mehrere kleine Platinen in einer großen. Jetzt ist die Frage, wie bringt man die raus? Entweder im simpelsten Fall mit einer Laubsäge, da muss man halt noch ein bisschen nachbearbeiten und feilen. Ich hatte das Glück, dass ich beim Laborabverkauf bei uns in der Firma diese Kniehebelpresse habe erwerben können, die genau im 20 mm Durchmesser runde Scheiben ausstanzen kann. Da kann ich jetzt einfach meine Platine einlegen. Schön ausrichten und ausstanzen. Sehr passgenau das Ganze. Muss dann immer ganz durchdrücken und dann hat man sein Emblem ausgestanzt. Ja, das war's fürs heutige Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.